Servus Yes. und auch Hallo an euch und cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge habe ich ja mit Björn so ein bisschen darüber gesprochen, warum Cloud ERP ein richtiger Wachstumsmotor ist. Und heute wollen wir da ein bisschen mehr in die Tiefe, in die Praxis gehen und mal schauen, wie so ein Projekt dann auch wirklich mit uns oder generell abläuft. Und als Stargast habe ich mir da heute einen Tobi eingeladen. Tobi und ich arbeiten seit 2018 zusammen, sind ein vermeintlich gutes Team, Sehr behaupte gutes ich. Team, sehr, Okay, sehr, sehr gut. sogar sehr gut. Und ja, ich kenne dich schon ganz gut. Sag doch du noch mal was zu dir für unsere Zuschauer. Ja, Servus, hi, ich bin der Tobi, bin seit 2017 bei der FIS, bin da eingestiegen als Consultant im Bereich Customer Experience, also alles rund um Marketing und CRM-Lösungen und leite jetzt mittlerweile das Team, in dem auch der Nils drin ist. Das heißt Team Public Cloud und wir sind zuständig für die Implementierung bzw. Beratung von Kunden im Bereich Cloud ERP. Also wir nehmen Kunden an die Hand, wir konfigurieren die Lösung und beraten sie dann langfristig in einer Partnerschaft. Ja, genau. Sehr gut. Ja. Ich will auch gar nicht so viel Zeit verlieren und direkt ins Thema einsteigen. Mhm. Was sind denn so typische Auslöser, damit so ein Cloud-ERP-Projekt überhaupt in Gang kommt? Also es ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, je nach Ausgangslage, wo du herkommst. Aus meiner Sicht ist es immer so, der Kunde ist in irgendeiner Form unzufrieden mit dem, was er aktuell hat. Sei es entweder, dass er gerade noch gar keinen ERP hat, also gar keine ERP-Lösung hat und arbeitet mit Word, mit Excel, mit Serienbriefen und so weiter, um seine Rechnungen zu schreiben zum Beispiel. Dann braucht er und merkt jetzt quasi, hey, sind wir vielleicht gewachsen oder so und er braucht jetzt eine Lösung dafür, um da mitzuhalten. Oder er sagt, er hat vielleicht irgendeine Lösung, die ist zu teuer, die ist zu wartungsintensiv. Da hören wir oft dann auch so die Aussage, ja, IT ist ja nicht unser Hauptbusiness als Kunde, sondern der Kunde will sich auf sein Business fokussieren und will ja, das eben machen und sich nicht mit dem ganzen Wartungen, Upgrades und diesen ganzen Thematiken beschäftigen. Ähm, Es wird auch häufig so, kommt dieser Punkt, ja, wir sind zu unflexibel jetzt, wenn man sieht, wie schnell sich der Markt ändert, also wie schnell sich das ganze Umfeld immer ändert, dass man darauf reagieren muss. Und auch, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn der Kunde jetzt vielleicht auch gewachsen ist, also das ganze Thema Skalierung, dann brauche ich eine Lösung, die eben mit mir mitwächst. Und das sind so typische Punkte, wo die Kunden herkommen. Ja, das klingt alles plausibel. Ähm, ja, was sind denn jetzt so aber nochmal vielleicht Unterschiede für Neu- und Bestandskunden, wenn wir über dieses Thema reden? Also ich habe gerade gesagt, Neukunden, da haben wir ganz oft tatsächlich den Punkt, dass sie noch gar kein ERP haben, also dass sie wirklich mit Zettel und Stift kommen. Und wir haben dann oft so, ja, ich sag mal, auch mit jüngeren Leuten zu tun, gerade so mit so diesem Startup-Charakter auch, wo das Unternehmen vielleicht hat. Und denen ist es ganz oft sehr wichtig, ja, dass sie wirklich auch eine moderne Lösung haben, dass das UI passt, dass es intuitiv ist, dass da ja die neuen Themen drin sind, also KI und so weiter, dass das alles schon mit dabei ist. Und ja, fairerweise muss man sagen, bei Bestandskunden ist schon auch ein Thema, das uns in die Karten spielt, dass das aktuelle ECC dem Wartungsende entgegenläuft. Also dieses Ende 27 ist so ein Datum, wo quasi das jetzige ECC entsprechend aus der Wartung läuft. Das heißt, die Kunden müssen einfach was tun. Also die müssen jetzt reagieren, weil sonst ne, wird es zeitlich irgendwann dann auch knapp. Ähm, Ich bin trotzdem ein Freund davon, selbst wenn man was tun muss, dass man das dann als Kunde so sieht, hey, das ist jetzt trotzdem auch eine Chance für uns, um vielleicht alte Zöpfe abzuschneiden, um wirklich mal neu anzufangen, Prozesse neu zu denken, nicht mehr so, wie man es vor 20 Jahren gemacht hat und einfach neu zu starten damit. Ich als Zoomer verstehe natürlich gut, was du meinst. KI, modernes UI, sehr Mhm. wichtig Mhm. und richtig. So, wie schaut jetzt aber der konkrete Weg zur Projektentscheidung für einen Kunden aus? Mhm. Also im Endeffekt ist es ja so, wenn ich als Kunde jetzt gemerkt habe, hey, ich will was tun, ich muss was tun und mache mich auf die Suche, dann gehe ich im Prinzip erstmal her und gucke nach dem passenden Hersteller. Also so wie ich auch ein Auto suchen würde und würde erstmal gucken, welche Marken kommen für mich vielleicht in Frage. So mache ich es auch im ERP-Bereich, sage ich mal, und lande dann eigentlich, wenn ich über Cloud-ERP spreche oder über P, dann unumgänglich auch bei SAP. Also dann fällt der Name SAP immer. Hören wir auch immer wieder von Kunden, hey, wenn sie gucken, SAP ist eigentlich immer mit dabei als Anbieter. So, und wenn ich mich dann dafür entscheide, mir das genauer anzugucken, dann mache ich mich eigentlich danach auf die Suche nach einem zuverlässigen Partner und guck mal, wer kann mir denn dabei helfen, eigentlich ja, meine Probleme zu lösen. Und das ist dann das, ja, wo wir als FIS, wo unser Vertrieb dann ins Spiel kommt oder auch unsere Solution-Architekten und
sprechen erstmal mit dem Kunden, hey, wo drückt denn jetzt eigentlich der Schuh bei dir am meisten? Was sind deine größten Baustellen, die du hast? Was müssen wir am dringendsten lösen? Und wie können wir das lösen? Und da gibt es dann quasi eine sogenannte Discover-Phase, so nennt es die SAP. Und in dieser Discover-Phase finden eben dann Discovery-Workshops statt, da finden vielleicht Demo-Termine statt, um einfach mal so ein Look and Feel zu bekommen. Oder der Kunde kann auch selber an einem System schon mal was probieren, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Und am Ende dieser Phase eigentlich ist es dann so, dass unsere Solution-Architekten und der Vertrieb setzen sich mit dem Kunden zusammen in so Workshops und kriegen da von der SAP ein schönes Werkzeug an die Hand. Das nennt sich Digital Discovery Assessment, kurz DDA, also wer den Begriff schon mal gehört hat. Und der Vorteil ist da eben, die haben dieses Werkzeug super an der Hand und können mit dem Kunden gemeinsam Prozess für Prozess wirklich von allen vorgefertigten Best Practices, die die SAP anbietet, können sie durchgehen und können mit dem Kunden besprechen, hey, was brauchst du gerade, warum brauchst du es, passt dieser Prozess für dich, brauchen wir den im Projekt, willst du den zum Go Live quasi später wirklich direkt haben oder was könnte vielleicht irgendwann eine Ausbaustufe sein. Und genau, dann hat der Kunde am Ende wirklich ein konkretes Ergebnis auch an der Hand, kriegt einen Exporter quasi, wo er sieht, hey, okay, was wird später das sein, was ich bekomme, wie wenn du ein Auto fertig konfiguriert hast, dann siehst du genau, was steckt da alles drin. Und genau, das ist dann für uns auch die Basis im Consulting, um zu sagen, okay, auf dieser Basis schätzen wir einen Aufwand, sagen dem Kunden, das wird dich das später kosten an Implementierungsaufwand und dann kann der Vertrieb sein Angebot machen und der Kunde letztendlich sein Go geben und sagen, jetzt geht's los. So, und wenn ich jetzt der Kunde bin und sage jetzt, okay, finde ich alles in Ordnung, wir starten, wie geht es dann los? Sind wir sofort am Start oder beginnt dann erstmal das große Sortieren, sage ich mal? Das ist, glaube ich, so der Punkt, der uns am meisten unterscheidet von früheren Implementierungen, sage ich mal. Also früher oder wird auch heute noch gemacht, aber wenn ich jetzt im Cloud-ERP-Bereich bin, dann unterscheidet sich das schon in der Phase am meisten eigentlich, weil wir eben ab Tag 1 wirklich mit dem Kunden hergehen und sagen, pass auf, wir zeigen dir alles schon auch am System. Also das heißt, früher gab es oft so eine Blueprint-Phase auf Zettel, auf Papier, wo irgendwie konzipiert wurde und dann wurde was konfiguriert oder so. Am Ende zeigt man es dem Kunden und der Kunde sagt dann, oh, das ist eigentlich nicht so, wie ich es wollte. Und das verhindern wir, wenn wir jetzt direkt mit dem Kunden quasi tiefer einsteigen. Das heißt, es gibt natürlich eine Prepare-Phase, wo man allgemeine Themen macht, Zeitplan, Raki-Matrix, irgendwelche CR-Themen und so weiter, wie man damit umgeht. Also generelles Projektmanagement. Und dann steigen wir aber auch schon sehr zeitnah in eine Explore-Phase ein und da machen wir mit dem Kunden Fit-to-Standard-Workshops. Das heißt, jeden dieser Prozesse, der in diesem DDA-Tool ausgewählt wurde vom Kunden, den gehen wir wirklich im Detail mit dem Kunden durch und zwar nicht nur auf der Tonspur, sondern wir zeigen das am System. Also der Kunde sieht direkt live am System, wie sein späterer Prozess aussehen wird, also wie er später arbeiten wird. Und das macht es natürlich extrem hilfreich, weil der Kunde direkt abgeholt ist und versteht, okay, so wird es später dann am Ende aussehen. Mal aufs Big Picture zu gehen. Du weißt, wir leben in einer digitalen Welt voll permanentem Wandel. Wenn wir jetzt so ein Projekt starten, wie flexibel sind wir da oder ist das alles nach Schema F, sag ich mal? Beides. Also, es gibt ein Schema F, wie du es genannt hast, definitiv. Und es ist auch gut, finde ich. Also auch, dass wir einen Standard haben. Wir sagen zu unseren Kunden immer, ne, bewegen uns Richtung Standardisierung. Das ist auch für uns wichtig im Projektvorgehen. Und deswegen richten wir uns da an der SAP aus. Und die SAP hat eine Methodik bereitgestellt, die nennt sich SAP Activate Methodik. Und an der orientieren wir uns, wenn wir unsere Projekte machen. Das heißt, ich habe gerade eben schon was von der Discover-Phase gesagt, auch die gehört damit dazu. Das heißt, es ist eine Methodik von der SAP, die in 6 verschiedene Phasen aufgeteilt ist, also von Discover, Prepare, das war die Projektvorbereitung, Explore sind die Workshops, Realize, da geht es dann wirklich um die Umsetzung und dann noch Deploy für den Go Live und Run, also alles, was nach dem Projekt passiert. Und diese Methodik hat Best Practices auch, sage ich mal, an die wir uns halten und nach denen wir vorgehen, einfach um sicherzustellen, dass das Projekt erfolgreich verläuft und dass wir immer in jedem Projekt den gleichen Standard ausliefern können quasi. Und trotzdem muss man sagen, deswegen habe ich gesagt, ja, beides, weil das ist zwar ein fixes Vorgehen, eine fixe Methode mit Best Practices, wo drinsteckt, in welcher Phase machen wir welche Aktivitäten und so weiter,
Aber die Methode hat auch agile Bestandteile schon mit dabei. Das heißt, wenn ich jetzt als Kunde oder wenn wir im Projekt quasi feststellen, hey, wir müssen doch mal noch vielleicht eine Runde drehen oder die eine Schraube mehr anziehen als die andere, dann bietet diese Methodik so iterative Zyklen, in denen wir immer wieder vorgehen und in Sprints dann Themen abarbeiten, um jederzeit im Projekt noch auf Änderungen reagieren zu können. Wenn der Kunde sagt, mir ist was eingefallen oder es gibt ein neues Feature, was ich gern hätte. Was ja ab und zu Was vorkommen soll, habe ich gehört. Genau, Ja. und was auch gut ist, was total super ist, wenn ich ständig im Projekt neue Features und so weiter bekomme, die ich nutzen kann. Und dann können wir halt jederzeit darauf reagieren und können auch mal noch da was ins Projekt mit einphasen. Muss man immer gucken, dass es vom Go-Live her sich nicht zeitlich verschiebt, dass man es mit unterbekommt. Aber das ist halt der große Vorteil. Das heißt, ich habe fixes Vorgehen, aber ich bin trotzdem noch flexibel und kann das anpassen. So, also das jetzt, ja, Best Practices und Standard, ich meine, das haben wir letzte Folge schon gehört, das ist jetzt hier wieder ein Teil. Ich meine, du hast es jetzt mehr oder weniger schon angesprochen, das ist dann auch das, warum wir nicht das einfach von einem Roboter machen lassen können, sondern warum man noch uns als FIS braucht, oder? Das nehme ich mal so an. Genau. Also klar, prinzipiell könntest du als Kunde auch, ich meine, der Kunde schließt einen Vertrag mit der SAP ab. Das heißt, der Kunde könnte auch einfach sich eine Cloud-ERP-Lösung kaufen und sagen, ja, alles andere mache ich selber. Kannst du machen. Du kannst auch dein Haus selber bauen, wenn du es alleine kannst du das schon machen. In Sonderfällen gibt es das wahrscheinlich. Wenn ein Kunde eine komplette IT-Abteilung hat, die schon da Projekterfahrung hat, dann kann er das machen. In der Regel brauchst du aber jemanden, der dich an die Hand nimmt, der dich da durchführt und dir zeigt, wie du was am besten machst, wie du dein System am besten konfigurierst, wie die Prozesse zusammenhängen, wie es aufeinander aufbaut. Und das macht es halt einfach aus, wo wir dann auch den Mehrwert liefern können, als die Bauanleitung, sage ich mal, lesen können und die dem Kunden sagen können, hey, mach's doch so oder so als Sparringspartner auch agieren können. Ja. Kannst du da vielleicht auf den Punkt noch mal ein bisschen genauer eingehen, was trotz Standard jetzt, sage ich mal, so unsere Herangehensweise besonders macht? Ja, also ich glaube, zum einen wirklich so das Thema Mensch oder Berater, also dass wir sagen, hey, ne, ich habe nicht nur eine Bauanleitung. Kann man sich gar nicht vorstellen. Aber, ja. Dann, dass ich nicht nur eine Bauanleitung habe oder einen Werkzeugkoffer, mit dem ich arbeiten muss, sondern dass ich Menschen habe, mit denen ich das dann umsetzen kann, mit denen ich partnerschaftlich so ein Projekt quasi stemmen kann. Und zusätzlich, was ich sagen muss, was natürlich auch uns als FIS besonders macht, ist dann halt das Thema, naja, auch die SAP hat, wie gesagt, einen Standard, hat Best Practices, aber dieser Standard deckt eben nicht immer alles ab. Also vielleicht habe ich Prozesse als Kunde, die davon nicht abgedeckt sind und auch damit muss ich ja irgendwie umgehen. Und das heißt, dann kommen wir als FIS einmal ins Spiel, weil ich sage, hey, wir haben halt genau an diesen Stellen Lösungen gebaut als Unternehmen, die dem Kunden helfen, diese Lücken zu schließen, die die SAP vielleicht im Standard noch hat. Und wir haben eben dann uns als Berater und Entwickler, die mit dem Kunden in Workshops gehen und sagen, okay, hey, du hast jetzt so einen spezifischen Prozess, da gibt es auch keine vorgefertigte Lösung dazu, sondern wir gucken einfach mal zusammen, wie wir das jetzt lösen mit Entwicklung, mit einer Lösung, die wir nur für dich, lieber Kunde, bauen und schließen die Lücken dann so und machen so quasi diesen Standard einzigartig für den Kunden wieder. Ja. Okay, jetzt habe ich als Kunde dieses Projekt durchlaufen. Wir nähern uns jetzt dem Go Live. Was bedeutet das dann? Go Live ist dann wie für uns der letzte Arbeitstag. Wir geben dann den Schlüssel vom System ab und sagen Ciao und oder wie? Genau, wir sagen Ciao, Kakao, dann sind wir weg. Ja. Nee, Quatsch. Danach geht es eigentlich immer weiter. Also das heißt, Go Live ist zwar der Startpunkt, sage ich mal so ein Tag X, ab dem der Kunde wirklich dann mit seiner neuen Lösung arbeitet. Aber wir haben es gerade eben schon gehabt, es kommen während dem Projekt gegebenenfalls schon neue Features mit dazu. Und es passiert ganz häufig, dass Kunden während dieser Projektlaufzeit einfach so, wie sagt man immer, der Appetit kommt beim Essen. Und wenn ich zweimal im Jahr in der Cloud-Lösung quasi ein neues Upgrade automatisch bekomme, um das ich mich nicht kümmern muss, sondern es ist einfach da und ich habe die Möglichkeit, neue Sachen zu nutzen, KI oder was auch immer, und entwickle da Ideen schon während dem Projekt, dann ist es so, wir können natürlich nicht immer alles noch ins Projekt mit einphasen. Manchmal wird es einfach zu viel. Ne? Wir nehmen alle Anforderungen und Ideen auf und speichern die in einem Backlog, sage ich mal. Und in dieser Run-Phase, also alles, was nach dem Go-Live passiert, gehen wir dann mit dem Kunden in regelmäßige Termine, sind wöchentlich mindestens im Austausch, sprechen mit jedem unserer Kunden immer wieder und sagen, hey, du wolltest damals das noch oder jetzt gibt es schon wieder was Neues und es gibt ein neues Release, willst du nicht das probieren und könntest du nicht dies machen?
Und so sind wir einfach im regelmäßigen Austausch und optimieren quasi sein System immer weiter oder seine Lösung und helfen ihm damit immer besser zu werden, auch nach dem Geläuf. Also auf jeden Fall gut und wichtig, dass wir darauf nochmal eingegangen sind. Wenn du jetzt so auf deine Laufbahn, sage ich mal, schaust, du hast schon einige Projekte gemacht, Projekterfahrung gesammelt. Jetzt in diesem Zusammenhang gäbe es da so einen zentralen, also muss nicht zentral sein, aber einen Tobi-Tipp, den du so unseren Kunden oder potenziellen Kunden mal mit auf den Weg geben könntest, wenn sie sich, sag ich mal, wenn sie so eine Implementierung von so einem Sub-Cloud-ERP in Erwägung ziehen. Was wäre denn da so der Clou? Also vorab ist für mich immer so dieses Thema Cloud-Mindset wichtig. Das heißt, ich muss mir dessen bewusst sein als Kunde, wenn ich mich dafür entscheide, auf eine Cloud-Lösung, auf eine Cloud-ERP zu setzen, was heutzutage total normal ist. Also das wirkt immer so besonders, so Cloud-ERPs ist total normal, Ja. aber trotzdem bringt es eben diese Besonderheit mit sich. Wir werden viele Themen standardisieren, wir werden Prozesse standardisieren und das muss in die Köpfe rein und das kann ich schon vorab als Kunde, sage ich mal, ein bisschen bei meinen Mitarbeitern auch fördern. Ja? Also gibt es so auch gibt es wieder spezielle Tools und Cloud Mindset Assessment und was auch immer alles, um das so ein bisschen schon auch vom Vertrieb vorab in dieser Phase vorab schon ein bisschen zu platzieren und dem Kunden nahe zu bringen, hey, es wird sich was ändern. So dieses Thema Change Management wird wichtig sein. Und im Projekt, sage ich dann immer, ist für mich halt das Thema Kommunikation das A und O. Also ich vergleiche es ja mit der Sesamstraße, wer nicht fragt, bleibt dumm. Okay. Ja, also das ist wirklich wichtig, dass wir im Projekt miteinander reden. Wenn ich was nicht verstanden habe, wenn irgendwas unklar ist, dass ich es sofort anspreche, so früh wie möglich, weil jeder macht Fehler. Also uns passieren Fehler im Projekt, dem Kunden passieren Fehler, der SAP passieren Fehler. Aber wenn ich die frühzeitig anspreche und weiß, hey, ist was schiefgelaufen, dann kann ich das halt korrigieren. Und dazu immer oberster Tipp aus meiner Sicht Kommunikation. Ja, sehr gut. Also, es waren wirklich tolle Einblicke, die du uns heute geliefert hast. Ich bin dankbar für das Gespräch. Und falls euch noch mehr interessiert, das nächste Mal werde ich mit einem anderen Stargast, mit einem von den Solution-Architekten, den du schon angesprochen hast, mal über das Thema reden, Sub-Business One zu Sub-Cloud ERP. Wollen wir mal genauer auf diese Thematik eingehen, wie diese Systeme vielleicht in einem Zusammenhang stehen könnten. Und sonst bedanke ich mich bei dir. Gerne, ich danke. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao. Ciao.